Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dorian Strasser. Ich bin Geschäftsführer der Global Site und habe heute das große Vergnügen, Ihnen Global Site Athena vorzustellen. Seit über 20 Jahren dürfen wir dabei helfen, Informationsflüsse bei Versicherern zu verbessern und deren Prozesse zu automatisieren. Inzwischen haben wir hunderte Projekte mit nahezu allen Unternehmen der Branche durchführen dürfen. Für uns hat in diesen Projekten der zwischenmenschliche Austausch immer einen besonderen Stellenwert eingenommen. Über diesen Austausch sind wir gemeinsam mit Ihnen auf viele spannende Ideen gekommen, wie sich Aufgaben in Versicherungen noch besser lösen lassen. Die Umsetzung dieser Ideen hat zu weiteren Produkten und Lösungen geführt. Begonnen haben wir 2002 mit der Automatisierung von gebührenrechtlicher Regulierung. Inzwischen sind Betrugsprävention, die Kommunikation mit Versichernden und die abschließende Regulierung von Leistungsvorgängen inklusive tariflicher Regulierung Teil unseres Portfolios. Mit diesem Wachstum bekamen wir eine neue Herausforderung. Wie schaffen wir es, dass sich diese Lösung zu einem leicht zu verwendenden Gesamtbild für unsere Kunden formen? In internen Runden haben wir erkundet, was wir uns als Zielbild setzen müssen und die Frage verändert sowie in 3 Komponenten aufgebrochen. Wie verbinden wir unsere Produkte so, dass erstens keine Datensilos entstehen, zweitens Prozesse zentral steuerbar sind und dabei drittens Transparenz und Compliance sichergestellt sind? Für die Beantwortung dieser Frage benötigen wir 4 Komponenten, die nahtlos zusammenspielen. Alle Komponenten sind mit dem Standardgedanken entworfen. Sie benötigen also individuelle Konfiguration, aber keine kundenindividuelle Entwicklung und sind daher direkt einsetzbar. Ich möchte die einzelnen Bausteine hier überblicksartig einführen und im Folgenden vertiefen. Der erste Baustein ist ein gemeinsames Datenökosystem. Daten sind das Lebenselixier jeder datengetriebenen Branche, wie es die Krankenversicherungsbranche nun mal auch ist. Sie bleiben aber oft in Silos gefangen, was es schwierig macht, sie für fundierte Entscheidungen zu nutzen. Wir wollen diese Silos aufbrechen und ein besseres Teilen der Daten ermöglichen. Dies verbessert nicht nur die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Daten, sondern auch die Genauigkeit von Analysen und gibt weitere Erkenntnisse. Der zweite Baustein ist das zentralisierte Prozessmanagement. Die Entwicklung von Geschäftsprozessen ist das Herzstück der betrieblichen Effizienz. Wir haben uns eine Komponente gewünscht, die das Prozessmanagement zentralisiert und es uns und unseren Kunden ermöglicht, Prozesse über eine einzige Schnittstelle neu zu gestalten, zu orchestrieren und zu überwachen. Das Ergebnis sind dann transparente Prozesse, reduzierte Kosten und eine bessere Administrierbarkeit. Der dritte Baustein ist eine smarte Dokumentation. Angesichts wachsender behördlicher Regulatorik und der steigenden Bedeutung von Transparenz zum sicheren Systembetrieb ist das Aufrechterhalten einer lückenlosen Dokumentation und Compliance eine ständige Herausforderung. Unsere dritte Komponente automatisiert und vereinfacht diesen Aspekt und stellt sicher, dass Sie den gesetzlichen Anforderungen immer einen Schritt voraus sind und Ihre Compliance mühelos nachweisen können. Und unser vierter Baustein ist eine vereinfachte Update- und Administrationsumgebung. Durch die Vielzahl an Prozessen und Applikationen, die für einen erfolgreichen Versicherungsbetrieb betrieben werden müssen, haben wir ein einheitliches Cockpit gebaut, das den Zustand aller Applikationen sowie des Gesamtsystems auf einen Blick erkennen lässt. Logs fließen hier zusammen und vereinfachen den Betrieb. Transparenz über Versionsstände sowie Update und Rollback sollen so einfach wie möglich sein. Jede Komponente hat für sich eine klare Aufgabe. Zusammen ergeben sie ein Gesamtbild, von dem wir überzeugt sind, dass sie eine deutliche Vereinfachung und Verbesserung des IT-Betriebs darstellen und Einführungsprojekte beschleunigen können. Lassen Sie uns auf jede Komponente noch einen genaueren Blick werfen. Die erste Komponente, das gemeinsame Datenökosystem, möchte ein Kernproblem lösen. Das Teilen von Daten über Systemgrenzen hinweg ist aufwendig und fehleranfällig. Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Zukunft auf Ergebnisse aus allen Systemen reagieren, weil Sie die Änderung von Daten in Echtzeit überwachen könnten. Stellen Sie sich vor, Replikation von Daten werden ganz überflüssig oder signifikant vereinfacht, weil Ihnen alle Daten zentral zur Verfügung stehen. Stellen Sie sich vor, Sie können Daten aufbereiten und Datenaggregation bereits zentral vornehmen
und allen Systemen zur Verfügung stellen. Das Ziel zu postulieren ist zunächst einfach. Alle Daten müssen geteilt werden. Um das zu ermöglichen, brauchen wir flexible Konzepte, die für alle Generationen von Software einsetzbar sind. Wir stützen uns in unserem Lösungsweg auf Apache Kafka. Kafka bietet uns zur Datenextraktion unterschiedliche Werkzeuge, wie APIs, Datenbanken, Key-Value-Stores und das Dateisystem, um eine hohe Flexibilität zu erreichen. Alle notwendigen Konfigurationen und Aktualisierungen werden dabei von uns im Standard vorgenommen. Durch diese Konzeption erhalten die teilenden Systeme aber weiterhin die Hoheit über ihre Datenstrukturen und somit auch ihre uneingeschränkte Upgrade-Fähigkeit. Außerdem ist die Lösung auf diesem Weg hochskalierbar und selbst großen Lasten mit mehreren tausenden Ergebnissen pro Sekunde gewachsen. Die zweite Komponente, die zentrale Prozessorchestration, möchte ein anderes Problem lösen. Das Orchestrieren von Prozessen über Anwendungen hinweg ist komplex, starr und intransparent. Wir haben uns einen Zustand gewünscht, in dem wir Ereignisse aus allen Systemen nutzen, um sie zu weiteren Prozessen zu verketten. Retries aufgrund von Fehlern sowie das Management von Zuständen sollen komplett vom System überwacht werden und keine zusätzlichen Implementierungsschritte benötigen. Benachrichtigungen für Prozesse sollen flexibel konfiguriert werden können und auf allen Kanälen funktionieren, die wir benötigen. Mit diesen Komponenten können wir visuell und mit Skripten Prozesse über mehrere Systeme hinweglaufen lassen. Es ergibt einen klaren Überblick über die Prozesse, erleichtert ihre Verwaltung inhaltlich und in der zeitlichen Steuerung. Durch den höheren Grad an Transparenz können Prozesse so auch von Ansprechpartnern aus dem Fachbereich leichter nachvollzogen und leichter gemeinsam entwickelt werden. Das Ergebnis besteht für uns aus einer flexiblen und verständlichen Prozessorchestration, die sowohl Kontrolle als auch Flexibilität schafft. Die dritte Komponente, die smarte Dokumentation, nimmt eine andere Perspektive ein. Die technische und inhaltlich korrekte Durchführung von Prozessen ist zwar unerlässlich für einen erfolgreichen Versicherungsbetrieb, sie ist aber auch bei weitem nicht mehr ausreichend. Daher möchte sie das Problem der komplexen, teilweise veralteten und schwer nachvollziehbaren Dokumentation lösen. Smarte Dokumentation bedeutet dabei für uns, dass wir einen kompletten Überblick erhalten, welche Systeme in welcher Qualität dokumentiert sind und wo derzeit noch Lücken bestehen. Wenn wir Dokumentation lesen, möchten wir aus dem Text direkt an die richtige Konfigurationsstelle springen, um diese anzupassen. Und umgekehrt möchten wir nach der Änderung einer Konfiguration proaktiv vom System darauf hingewiesen werden, an welchen Stellen dies die Dokumentation beeinflussen könnte. Das ist möglich, weil wir dank der ersten beiden Komponenten eine vollständige Sichtbarkeit der Prozesse und Daten im System verfügbar haben. Und in unserer Wunschzukunft gehen wir noch einen Schritt weiter. Das System schlägt bereits mit KI vor, wie Änderungen der Dokumentation vorgenommen werden müssen, die für die gerade vorgenommene Anpassung geeignet sind. Der Mensch überprüft in dieser Zukunft nur noch und gibt die Dokumentation frei. In Summe beenden wir die Trennung von Dokumentation und Konfiguration, mit dem Ziel, smarte Dokumentation zu erhalten, die das Teilen von Wissen erleichtert und regulatorische Vorgaben leichter erfüllen lässt. Die vierte und letzte Komponente betrachtet das Problem des Betriebs von vielen Lösungsbestandteilen. Mehr Applikationen machen es schwer, den Überblick zu behalten und diese zu steuern. Wir erwarten von einer modernen Lösung, dass sie eine einfache Übersicht über alle verbundenen Systeme ermöglicht. Neue, verfügbare Versionen lösen eine Benachrichtigung aus und lassen sich auf Knopfdruck installieren und im Bedarfsfall ebenso einfach wieder zurückrollen. Kurz gesagt, all das, was uns moderne DevOps-Prozesse ermöglichen, soll zur Verfügung stehen. Alles mit dem Ziel, moderne, integrierte Betriebsprozesse zu bieten, die Routinetätigkeiten automatisieren und Transparenz schaffen. Wir haben auf dem Weg zur Realisierung dieser Komponenten auch bereits guten Fortschritt erzielt. Die geteilte Daten- und Laufzeitumgebung konnten wir bereits erfolgreich testen. Derzeit entwickeln wir die Prozessorchestration, während wir parallel ein Konzept für die smarte Dokumentation erstellen. Und bis hierhin wäre es auch nur eine Geschichte über unseren technischen Unterbau. Vermutlich wäre es auch nicht die ganze Präsentation wert gewesen. Hätte es eine Frage in unserem abschließenden Meeting nicht gegeben.
Kurzer Sprung zurück, in Mitte 2023. Wir saßen zusammen in einem virtuellen Meetingraum und waren sehr zufrieden mit uns. Wir hatten gerade unsere Pläne zur Modernisierung unserer Laufzeitumgebung abgeschlossen. Die Vision hat uns gut gefallen, wir haben uns daran geglaubt, dass wir eine solche Lösung umsetzen können, auch wenn wir ein gehöriges Stück Arbeit vor uns haben. Wir waren gerade dabei, die Besprechung der nächsten Schritte abzuschließen, als ein junger Kollege die Frage in den Raum warf: Warum machen wir das alles eigentlich nur für uns? Die Frage traf uns und ließ uns zunächst etwas sprachlos zurück. Nach einer kurzen Diskussion stellten wir fest, dass in dem ganzen Konzept kein enger Bezug zu unseren bestehenden Produktwelten bestand. Die Idee könnte also funktionieren, dieses Konzept auszuweiten und auf mehr Applikationen zu übertragen. Um zu entscheiden, ob wir diesen Weg gehen wollten, mussten wir überprüfen, ob diese Lösungen über unser Produkt hinaus Nutzen für Kunden bringen würden. Wir sprachen mit Kunden, überlegten, auf welche Hürden wir in unseren eigenen Projekten gestoßen waren. Konsolidiert ergab sich ein Bild, in dem IT-Landschaften durch die hohe Komplexität schwer zu kontrollieren war, was zum Teil zu einer reaktiven Haltung bei Veränderungen führte. Mehrere Ansprechpartner beschrieben uns, wie sie durch das Koordinieren unterschiedlicher Anbieter wertvolle Zeit verloren. Das alles resultierte in beeinträchtigter Agilität und Frust und ergab in Summe eine IT, die ihre Fähigkeit nicht voll dem Business zur Verfügung stellen konnte. Für uns haben diese Herausforderungen und die Lösungen sehr gut zusammengepasst. Von da an haben wir uns die Frage gestellt, ob wir das fehlende Puzzlestück gefunden haben, wenn wir unser Ziel nur ein klein wenig anpassen. Eine kleine Änderung der Formulierung und der Grund, warum ich heute zu Ihnen spreche, war geboren. Wir formulierten es so: Unser Ziel ist einfach, aber nicht trivial. Datensilos einreißen, Prozesse zentral steuern und dabei Transparenz und Compliance sicherstellen. Unsere Lösung haben wir ab da neu und größer gedacht. Die Lösungskomponenten sind die gleichen geblieben. Ein gemeinsames Datenökosystem schafft Transparenz. Übergreifende Prozessflüsse vernetzen Systeme. Die smarte Dokumentation, nun über alle Systeme gedacht, vereinfacht die Dokumentation mit KI. Und unsere Betriebsumgebung schafft die Grundlage für einen automatisierten Betrieb. Die größte Änderung gab es in der Lösungsbreite. Unser Ziel ist nun erst erreicht, wenn wir mehr als unsere Applikationen fokussieren. 2 wichtige Ergebnisse sind daraus entstanden. Athena ist in der Lage, als Umgebung alle Applikationen zu tragen, seien sie von uns, von anderen Standardanbietern oder vom Kunden selbst geschriebene Applikationen. Damit bietet sie eine Betriebsplattform für alle Applikationen von Krankenversicherern. Und da sie aus einer technischen Evolution von Zabas gebaut werden kann, ist die Weiterentwicklung eines Systems, das die meisten Versicherer bereits in ihrem Haus haben. Das senkt die Komplexität zur Einführung des Ansatzes enorm und hilft all denen, die sich aufgrund einer bereits voll ausgebuchten IT-Abteilung vor den Aufwänden eines komplexen Einführungsprozesses scheuen. Erlauben Sie mir zum Schluss einen kurzen Ausblick. Um den direkten Nutzen von Athena erklären zu können, habe ich mich in dieser Präsentation sehr entlang des Konkreten bewegt. So sollte direkter Nutzen und einfache Realisierbarkeit besser greifbar werden. Aber technologische Änderungen dürfen nie Selbstzweck sein. Wir sehen spannende Möglichkeiten, die sich durch Athena ergeben. Auf die operativen Verbesserungen bin ich im Rahmen dieser Präsentation bereits eingegangen. Dokumentation, die sich selbst schreibt, und Systeme, die direkt zusammenspielen, haben einen unbestreitbaren Nutzen. Es ist auch recht gut ersichtlich, dass sich auf dieser Basis schneller Projektdurchführungen bei Veränderungen in der Systemlandschaft erzielen lassen. Auch werden bestimmte Projekte erst durch die Veränderungen, die Athena mit sich bringt, möglich. Athena schafft aber auch eine ideale Grundlage für KI- und Big-Data-Anwendungen. Datentransparenz ist die Grundlage von künstlicher Intelligenz, die in diesem Fall sogar komplett lokal laufen kann. Lokalität oder Cloud Readiness ist das nächste wichtige Feld. Durch die technischen Entscheidungen gibt Ihnen Athena alle Freiheit. Der Betrieb in einem eigenen Rechenzentrum ist problemlos möglich und auf Dauer durchführbar. Sie sind aber auch gerüstet für einen möglichen Cloud-Shift, der die komplette Infrastruktur in dieser Form und ohne weitere Veränderungen direkt in der Cloud betriebsfähig ist und auch leicht von Cloud zu Cloud verschoben werden kann. Für mich persönlich kommt der gewichtigste Nutzen aber zum Schluss.
Durch Athena gewinnen sie Business-Agilität zurück und geben sich die Möglichkeit, den Freiraum für Innovation in ihrem eigenen Sinne zu nutzen. So stolz wie wir auf unsere Lösungen sind, so sehr freue ich mich jetzt auf den Austausch mit Ihnen und Ihre Gedanken. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne unter den jetzt eingeblendeten Kontaktdaten zur Verfügung. Ich sage von Herzen Danke für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.